Die Geschichte des ICE beginnt 1982 mit der Genehmigung der Finanzierung für ein Projekt zur Entwicklung eines Hochgeschwindigkeitszuges. Im Anschluss begannen die Arbeiten zur Entwicklung und Projektierung des Intercity Experimental V. Er ist der Vorläufer des Intercity Express 1, ICE 1, der dann in den Jahren 1988 bis 1993 gebaut wurde. Damit beginnt die Geschichte der ICE-Hochgeschwindigkeitszüge der Deutschen Bahn, die in dieser Videoreihe sowohl im Vorbild als auch im Modell vorgestellt werden. In Teil 5 wird der ICE 4 vorgestellt, dessen Bestand bei der Deutschen Bahn gerade aufgebaut wird. Im Mai 2011 vergab die Deutsche Bahn den Auftrag an Siemens mit Bombardier als Unterlieferant für bis zu 300 neue Triebzüge, von denen 130 bis zum Jahr 2020 geliefert sein sollten. Ziel war eine höhere Sitzplatzkapazität als bei den bisherigen ICE-Triebzügen zur Ablösung lokbespannter Intercity-Züge. Zur Realisierung gab es im Vorfeld verschiedene Überlegungen, wie die Verbreiterung der Züge oder den Einsatz von Doppelstockwagen. Das Ergebnis war der ICE 4 in 3 verschiedenen Varianten mit einer maximalen Geschwindigkeit von 250 Stundenkilometern. Der Regelbetrieb mit der 12-teiligen Version wurde dann im Dezember 2017 aufgenommen. Bedient werden die Strecken von Hamburg und Berlin nach Süddeutschland bis München. Hier eine Übersicht der Deutschen Bahn zur Innenausstattung. Die größte Ähnlichkeit zu den bisherigen Triebzügen besteht zum ICE 3 der Baureihe 407. Die Triebzüge bestehen aus antriebslosen Endwagen, antriebslosen Mittelwagen mit und ohne Stromabnehmer sowie aus bis zu 7 angetriebenen Mittelwagen, den sogenannten Powercars. Zum Vergleich sind hier die Endwagen dargestellt, die beim ICE 4 keine Stromabnehmer tragen. Bei den 12- und 13-teiligen Triebzügen tragen die entsprechenden Mittelwagen jeweils 2 Stromabnehmer, um einen Einsatz in der Schweiz zu ermöglichen. Seit Ende 2019 fährt bereits ein planmäßiger ICE 4 von Hamburg in die Schweiz. Die 7-teilige Variante soll Mittelwagen mit nur einem Stromabnehmer erhalten. Die Abnahme der 50 12-teiligen Einheiten konnte gerade im Juli 2020 abgeschlossen werden, während die 7-teilige Version nach dem Abschluss der derzeit laufenden Testfahrten Ende des Jahres in Regelbetrieb aufnehmen soll. Nur 6 der bislang 50 ICE-Triebzüge tragen einen Namen, geplant sind aber weitere mit den Namen deutscher Regionen. Ein H0-Wechselstrommodell des ICE 4 gibt es bislang nur von Pico. Märklin hat ein Modell im Maßstab 1:95 für das 4. Quartal 2020 angekündigt. Das Basisset des Pico-Modells im Maßstab 1:87 ist 4-teilig und besitzt einen MFX-fähigen Decoder mit diversen Soundfunktionen. Als Ergänzung gibt es einen 2. Klasse Mittelwagen mit 2 Stromabnehmern sowie ein zweiteiliges hier nicht gezeigtes Mittelwagenset. Weitere Sets sind für 2020 angekündigt. Der Ergänzungswagen mit Stromabnehmer bildet eine andere Einheit des 12-teiligen ICE 4 ab. Die Frontpartie ist im Original sehr gut nachempfunden. Die Bedruckung ist detailgetreu nachgebildet, erscheint allerdings etwas matter. Der Dachgarten mit 2 Stromabnehmern ist aufwendig ausgeführt. Eine ausführliche Darstellung des Soundmoduls sowie der Lichtfunktionen ist im oben eingeblendeten Video enthalten. Hier einige Beispiele. Information zu ICE 572, heute ca. 15 Minuten später von Gleis 3. Grund dafür ist eine Weichenstörung. Meine Damen und Herren an Gleis 1, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges.
Aufgrund der Nachbildung im Maßstab 1:87 ergibt sich beim Pico-Modell eine Wagenlänge von ca. 33 cm. Pico gibt daher als Minimum für die Kurven den Radius R2 mit 43,8 cm an. In Kurven mit dem Radius R1 kommt es daher zu einem deutlichen Auslenken der Wagen. Die engen R1-Kurven können aber dennoch, wie hier zu sehen, problemlos durchfahren werden. Besser geeignet ist der Zug allerdings für Anlagen mit langen Geraden und sanften Kurven. Damit ist die Videoreihe zu den Hochgeschwindigkeitszügen der Deutschen Bahn zunächst beendet. Derzeit gibt es bereits Testfahrten des ICE S mit einem möglichen Nachfolger des ICE 4, dem Velaro Novo von Siemens. Dies wurde im Miniaturwunderland in Hamburg bereits im Modell nachgestellt. Man darf also gespannt sein. Bis dahin.